Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, wir sind noch immer hier bei der Stadt. Dieses Mal bin ich aber alleine, bedeutet, genau, es quatscht mir keiner rein, sehr gut. Und ich bin hier mit Kleber. Ich weiß, das ist eigentlich ein No-Go bei Lego-Bauern. Fürchtet euch aber nicht, ihr werdet gleich sehen, warum ich den Kleber brauche. Es geht nämlich wieder um Dots. Ich habe hier wieder mein Dots-Armband und nein, bevor ihr jetzt wegschaltet, weil ihr euch denkt, nee, Dots interessieren mich aber jetzt rein gar nicht. Bedenkt bitte, dass bald Muttertag ist und da habe ich eine gute Idee für euch, nämlich eine, die nicht wahnsinnig viel kostet, selbst gemacht ist quasi in ein paar Sekunden und der Damenwelt mehr als nur Freude bereitet, beziehungsweise nicht nur der Damenwelt, wir haben auch eine männliche Version dafür. Ihr könnt gespannt sein. Wie ihr schon öfter gesehen habt, ich habe hier solche Ohrringe mir gemacht. Ich hoffe, man sieht das recht gut. Und die passen eben perfekt, wenn ich das mal herzeigen darf, zu den Dots-Armbändern. Ich finde auch diese Version hier ganz nett, denn das sind quasi Diamantohrringe, aber eben halt recht billige. Und das sind einfach eben die Dots von den Armbändern hier verwendet auf Ohrringen. Die Frage, wie wird sowas gemacht? Und ich sage euch, es ist super einfach und deswegen schauen wir uns das heute an und vielleicht könnt ihr das ja auch gut gebrauchen für das eine oder andere Geschenk. Also, wir brauchen einen Kleber, das ist mir das Allerwichtigste und das Wichtige ist, dass wir so einen Kleber leider nicht verwenden können, weil der einfach nicht so fest wird, dass das dann auch wirklich gut hält, sondern wir brauchen einen Superkleber, egal welchen ihr zu Hause habt. Ich habe jetzt mir den hier geholt. Das ist dieser Loctite Superkleber. Mit dem funktioniert es recht gut, aber ich denke auch mit sonst jedem anderen Superkleber funktioniert das sicher genauso gut. Und wenn wir das haben und wenn wir dann auch noch irgendeinen alten Steckohrring haben, das ist auch wichtig, denn ohne den geht es natürlich nicht. Also irgend sowas, falls ihr sowas nicht zu Hause rumfliegen habt, dann könnt ihr natürlich auch irgendwo in ein billiges Geschäft gehen. Manchmal sehen sie dann auch so aus. Irgendein billiges Geschäft, wie zum Beispiel zum Kick oder sowas. Da gibt es eine Riesenpackung, meistens um 1,99 €. Schnappt euch einfach eine, dann könnt ihr ja gleich für mehrere Leute oder für mehrere Ohrlöcher, je nachdem, solche Stecker machen. So, jetzt kommen wir aber dazu, was wir eigentlich machen möchten. Nämlich, wir schnappen uns eben so einen Ohrstecker. Am besten gebt ihr den hinteren Teil herunter, dann kann man es einfach ein bisschen besser halten. Das heißt, wir haben jetzt nur mehr den vorderen Teil hier. Wichtig auch, dass vorne der Teil nicht zu groß ist, denn er soll nämlich in so einen 1x1 runden Legostein passen. Ich nehme hier dieses Mal, wenn ihr das seht, diese grünen Blumen mit einem Loch drinnen, weil ich nämlich mir eine neue Variante ausgedacht habe. Es ist natürlich auch möglich, dass ihr euch einfach, das habe ich auf der anderen Seite drüben, dass ihr euch einfach nur so einen normalen 1x1er Rundstein nehmt ohne Loch. Funktioniert auch sehr gut. So, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Ja. Genau, so, jetzt aber. Ohne Loch ist genauso gut, bloß kann man dann natürlich hier in der Mitte nichts reinstecken und ich sage euch, ich habe da schon ein paar gute Ideen. Das wird super. Okay, also schnappt euch je nachdem, was euch am besten gefällt, einfach so einen Stein und dann geben wir schon den Superkleber auf diesen Ohrstecker drauf. Wir bereiten uns schon den runden Stein vor, einfach auf den Kopf, auf den Tisch.
Und dann kommt hier etwas Superkleber drauf. Ganz vorsichtig. Nicht, dass ihr irgendwas anderes festklebt, was ihr vielleicht gar nicht an dem Ohrring festkleben wolltet. Das wäre natürlich eine ganz schlechte Idee. Aber das funktioniert eigentlich immer recht gut mit diesen kleinen Tuben und den kleinen Öffnungen. Genau. Und dann steckt ihr das einfach in den 1x1er Stein hinein, sodass es gerade ist. Am besten dann kopfüber einfach auf den Tisch und lasst das Ganze für ein paar Sekunden trocknen. Dauert wirklich nicht lang und hält aber super gut. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, wenn ihr das seht. Hier ist das dann in diesem Ohrring drinnen. Und das Coole an der Sache, dadurch, dass jetzt eben vorne hier ein Loch drinnen ist, könnt ihr dann zum Beispiel solche Blumen auch verwenden. Ich habe das hier von einem Vajana-Set, das ich mir gegönnt habe, fast unerlaubterweise, denn Friends-Sets sind ja normalerweise immer tabu. Aber ich habe es mir trotzdem geleistet. Und dann könnt ihr hier diese Blume hier vorne hineinstecken, was natürlich auch super nett ist, wie ich finde. Genau, und das kommt dann natürlich, das Ganze kommt dann auf das Ohr und dann hat man nämlich perfekte, nette Ohrringe, die man auch je nach Outfit wechseln kann und es ist super günstig. Genau. Wir haben jetzt uns noch ein paar Varianten überlegt, die euch vielleicht gefallen könnten. Ein paar haben wir noch nicht probiert, also wir werden sehen, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Bei manchen haben es wir schon probiert, nämlich zum Beispiel mit so großen Steinen, also 2x2er Steinen, ist es natürlich auch möglich, wenn man sagt, man ist eher für große Ohrringe geboren, auch gar kein Problem. Wir stecken das wieder auf unseren Ohrring drauf und dann kommt es auch schon aufs Ohr. Ist alles kein Problem, funktioniert alles recht gut. Ihr seht mal, wie das aussieht. Finde eigentlich ganz cool, oder? Ist mal was anderes. Und man hat ja eine riesen Auswahl. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Lego-Teile das es gibt, aber es sind ja genug. Und da kann man dann schon ein bisschen eine Variation reinbringen und das zu einem super günstigen Preis. Natürlich auch noch andere Teile könnte man dann hier verwenden, wie zum Beispiel so eine Schatzkarte. Oder auch, ich habe keine Ahnung, was das genau sein soll, irgendeine Art Schriftrolle. Kann man natürlich genauso draufstecken. Funktioniert alles wunderbar. Der Christoph hat schon gemeint, du könntest dir ja doch auch einen 9-Volt-Trafo draufhängen. Da bin ich jetzt nicht ganz so sicher, ob das dann auch wirklich so funktioniert. Ich glaube, da sind meine Ohren einfach, da haben sie einfach zu wenig Power. Aber solche kleinen Teile funktionieren auf jeden Fall wunderbar und die halten ja auch sehr gut. Also da ist bisher noch nichts entwischt. Genauso wie bei den Dots-Armbändern, die halten echt auch super gut. Genau. So, und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Idee, die der Christoph hatte, die ich ausprobieren werde. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das funktioniert. Nämlich, er meinte, wir können doch auch Figuren vielleicht auf die Ohren hängen. Wir probieren es einfach mal. Ich hätte gesagt, wir stecken hier das einfach hinten beim Fuß rein. Ich hoffe jetzt, dass mir mein Ohr dann nicht abfällt. Und dann versuchen wir mal den Bauarbeiter hier auf mein Ohr zu setzen. Mal schauen, wie das funktioniert. Das ist schon um einiges schwieriger. Und ich glaube, jetzt macht er gleich einen Köpfler. Okay. Ja. Funktioniert nicht ganz so gut. Aber gut, man könnte ihn natürlich
Das ist die Möglichkeit. Man könnte ihn natürlich kopfüber hängen lassen. Das sieht schon wieder cool aus. Da bin ich vielleicht schon wieder dabei. Vielleicht seht ihr dann das auch beim nächsten Stadtupdate, dass ich hier so ein paar Figuren hier runterbaumeln habe. Hinaufzudrehen ist ein bisschen schwierig. Da bräuchte er fast hinten noch irgendwo eine Befestigungsmöglichkeit. Aber ihr könnt natürlich auch einfach nur die Köpfe von den Figuren oder sonstiges hinauffahren. Und weil wir zuerst bei der männlichen Version waren von diesen Ohrringen, habe ich mir überlegt, ich meine, es gibt natürlich auch bei den Dots oder sonstigen Teilen natürlich auch Teile in anderen Farben oder sonstiges, die vielleicht dann mehr euren Geschmack treffen. Aber ihr könnt natürlich auch so kleine Reifen hier verwenden. Da haben wir schon einen 1x1 runden Stein hineingegeben, weil das sind ja normalerweise diese doppelten, die dann auf die Achse hinaufgegeben werden. Aber es geht auch eben mit einem normalen 1x1. Dann stecken wir unseren Ohrring mit dem geklebten 1x1 einfach hier hinein und dann haben wir schon einen Autoreifen, den wir auch wieder wunderbar auf unser Ohr stecken können. Ups, stürzt fast der ganze Tisch ein. Ich bin derzeit wirklich im Sabotagemodus. Es tut mir sehr leid. Aber er steht noch, es ist nichts passiert, alles gut. So, also so viel dazu. Ihr seht, ihr habt eine wahnsinnig große Auswahl, was ihr alles machen könnt. Wie gesagt, einfach nur so einen Ohrstecker und einen kleinen Superkleber und dann geht schon dahin. Lego-Teile habt ihr ja hoffentlich alle zu Hause. Das wäre ja sonst eine Schande. Wir hätten auch ein paar, aber ich glaube, der Christoph wird einen kleinen Anfall bekommen, wenn ich ihm da die ganzen Sachen stibitze. Und so viel geht ja dann doch auf die Ohren nicht drauf. In dem Sinne, klebt was Schönes oder wenn ihr sagt, das ist nichts für euch, dann baut doch wieder was Schönes. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder in einem neuen City-Update. Bis bald! Tschüss!